Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich habe heute mal ein Deepin für euch am Start, was brandneu ist, extrem neu, um es nicht so auszudrücken. Aber halt eben eine relativ coole Geschichte mit einer relativ einfachen Browser-Extension, die man sich installieren kann. Ja, funktioniert also auch auf einem Mini-PC oder eventuell auch irgendwann auf einem Helium-Hotspot oder je nachdem, werden wir auf jeden Fall sehen. Ja, und zwar geht es einmal um Andrena und dann geht es um die Dawn Extension. Gucken wir uns gleich an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, darum geht's. Andrena ist quasi, also die Website ist andrena.com. Das ist jetzt aber jetzt nicht quasi der Mittelpunkt dieses Videos jetzt. Andrena ist ein Internetanbieter, aktuell in den USA, möchte halt eben weltweit expandieren. Hier geht es halt eben darum, wirklich für jeden Internet zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt eben den ihr Hauptbusiness, also sowas ähnliches wie ein Internet-Service-Provider, also sozusagen wie bei uns, keine Ahnung, 1&1 Telekom, was es nicht alles gibt, O2, keine Ahnung, wo ihr seid oder Glasfaser, whatever. Und Andrena hat halt eben das als Kerngeschäft sozusagen. Hier nochmal die Seite dazu und hier ist auch dementsprechend nochmal der Twitter-Account, also X-Account dazu. Und damit das Ganze funktioniert, braucht man natürlich auch Validatoren. Und zwar ist das so, ich erkläre euch das gleich nochmal etwas einfacher. Es gibt wirklich viele Artikel zu diesem Projekt, erstaunlicherweise. Es ist halt eben so, dass man ein Breitbandnetzwerk aufbauen möchte und es braucht halt eben Validatoren. Da kommt ihr letztendlich ins Spiel. Äh, Ganz easy gesagt, Extension runterladen für einen Browser und dann seid ihr mit am Start. Ja, und es ist auch so ähnlich. Ich sag mal, wie so eine Breitband-Extension, wie zum Beispiel, wenn ihr das kennt, Honeygain und so weiter. So in die Richtung geht das letztendlich, aber halt eben mit einem riesen Background. Ja, die Seite ist dawninternet.com. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich mach mal, gucken, ob wir das in Deutsch hinbekommen. Genau. Dezentrales Breitband, verdienen Sie Belohnung für die Weitergabe Ihrer Internetinfrastruktur, also anhand von einer Node bzw. Extension eurem Browser. Was ist Dawn? Dawn ist eine dezentrale drahtlose Netzwerk zur Bereitstellung von Internetdiensten. Über das Protokoll und die Hardware haben Immobilieneigentümer oder Bewohner die Möglichkeit, Internetkapazitäten in ihrer Umgebung zu kaufen und zu verkaufen. Das heißt, man kriegt halt eben auch eine Belohnung dafür. Das hätte ich die ganze Zeit schon gesagt. Die dezentrale Natur von Dawn ermöglicht ein vertrauensloses Austauschsystem, das Beweise für Backhaul, Standard und Frequenz verwendet. Also, wie gesagt, ganz normale Extension. Geht auch relativ einfach, verdienen Sie Belohnung, denen Sie Bandbreitenprüfer am Dawn-Netzwerk teilnehmen. Bleiben Sie in Verbindung, empfehlen Sie und Freunden. Also ganz normales Referral-Programm steckt auch dahinter. Also quasi die Extension runterladen, Konto erstellen und dann läuft das Ganze auch schon los. Ja, und es ist halt eben relativ einfach. Es gibt viele Partner schon, was das Projekt angeht, und die haben auch wirklich jede Menge Geld schon damit eingesammelt. Also die hatten ja schon ihre ersten Seed-Rounds. Und hier auf der Seite wird auch nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung rein. Ich gucke nochmal, ob wir das hier übersetzt kriegen. Wenn ihr quasi mitmacht, bekommt ihr halt eben Belohnung. Es gibt unterschiedliche Kriterien dafür, die Zeit, in denen sie verbunden sind. Ist ja klar, wenn die Extension läuft. Genau, andere zum Herunterladen, Erweiterung erfordert, also quasi das klassische ähm, Referral Marketing. Ne, und dann Teilnahme an Validierungsknoten in Kürze verfügbar. Ja, das bedeutet, es wird halt eben noch andere Validierungsmöglichkeiten geben, auch mit Nodes und so weiter. Ihr kennt ja die Geschichte. Ja, ihr könnt hier vollkommen kostenlos teilnehmen. Es kostet nichts. Ihr könnt auch mal auf den X-Kanal rüber switchen dazu. Seht ihr auch hier nochmal mittlerweile auch schon knapp 60.000 Leute mit am Start. Ihr seht auch hier noch, Dawn steht für dezentrales autonomes Wireless Network und ist halt eben ein Protokoll, was auch dementsprechend auf Solana basieren wird. Das heißt, das ganze Protokoll, also hier Dawn, was wir halt eben hier sehen auf der Seite, wird halt eben auf Solana aufgebaut. Und es wird auch dann dementsprechend die Vergütung, gehe ich mal von aus, in den Dawn eigenen Token am Solana-Netzwerk geben. Ja, von daher. Es steht halt eben momentan noch in Startlöchern. Es ist wirklich brandaktuell das Thema, beziehungsweise extrem heiß und neu. Das wird auch wahrscheinlich ein bisschen dauern, ehe das Ganze ins Mainnet übergeht. Ihr wisst ja, wie es ist. Aber es kostet euch nichts. Ihr könnt es euch installieren. Ich empfehle immer die Installation auf einer Sandbox zu installieren. Also auf einen Mini-PC oder irgendwas, wo ihr keine persönlichen vertraulichen Daten drauf habt. Sicher, sicher. Ja, von daher. Müsst halt eben auch selbst entscheiden, ob ihr mitmacht. Ja, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, und das könnt ihr auch selbst recherchieren, zum Beispiel auf Bitcoin
internet.com. In der News-Abteilung habe ich auch einen Artikel dazu gefunden. Ihr müsst einfach nur mal in der Google-Suche Dawn Deepin eingeben. Da findet ihr wirklich viele interessante Artikel zu dem Thema. Andrena hatte ich euch ja hier gezeigt. Das ist quasi die Seite als ISP, also Internet Service Provider. Sammelt 18 Millionen Dollar, um ein Solana-basierendes Deepin-Breitbandprotokoll Dawn zu entwickeln. Das ist das, was ich euch eben hier dementsprechend vorgestellt habe. Ja, hier wird das halt eben nochmal erklärt. Andrena ist ein USA ansässiger Internetdienstanbieter, hat einen Abschluss einer erweiterten Series A-Finanzierungsrunde von 18 Millionen Dollar bekannt gegeben. Das heißt, die haben 18 Millionen gesammelt für das Projekt, um auch Dawn zu entwickeln. Und natürlich wird auch ein Teil der Mittel in den Token reingehen, sicherlich viel Marketing und viel in den Token reingehen. Deswegen bin ich der Meinung, dass sich das eventuell lohnen könnte. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, es ist eine Browser-Extension auf dem Mini-PC, das Ding laufen lassen, das kriegst du nicht mit, läuft im Hintergrund, wenn der Rechner läuft, läuft es mit, fertig ist. Ne? Ja, hier geht es nochmal, Andrea, also die 18 Millionen, das hatte ich eben schon gesagt. Das heißt, hier ist auf jeden Fall Geld da. Das ist kein Scam, das ist kein Ponzi oder irgendwas in der Richtung, sondern die haben richtig Geld gesammelt und ihr braucht nur danach zu googeln. Das ist nicht nur die einzige Quelle, das ist sehr oft zu finden. Also Nachweise sind halt eben da. Ja, genau, hier steht, also hier wird es nochmal erklärt, aktuell sind USA, aktuell momentan unterwegs, wollen halt eben auch weltweit expandieren sozusagen. Also nach den Angaben von Andrenas ist ein Schritt für Kunden zur Generierung von Einkommen aus der aus der Nutzung von Breitbandkapazitäten einzubeziehen. Also ähnlich wie was ihr zum Beispiel kennt, zum Beispiel Your Porn-App und, zum Beispiel Honeygain, das ist was ähnliches und das macht halt eben das System hier auch. Das heißt, ihr stellt auch Internetverbindung zur Verfügung über die Node und Kunden können das halt dementsprechend nutzen. Das ist halt eben der ganze Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ich packe euch die Links natürlich in die Videobeschreibung unten rein, damit ihr euch selbst nochmal ein Bild von machen könnt. Ja, das heißt auch immer bitte do your own research, lest euch das selber nochmal durch, schaut es euch bitte nochmal an, bevor ihr in sowas einsteigt. Das ist immer schwierig, deswegen schaut es euch bitte selber nochmal an, macht euch selber ein Bild davon. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ja, und zwar, wenn ihr zum Beispiel mitmachen wollt, ihr findet zum Beispiel auf den Seiten hier, packe ich unter die Videobeschreibung rein, könnt ihr euch hier die Extension runterladen. Ist eine Chrome Extension, seht ihr hier, hat schon 100.000 User, also ist keine kleine Geschichte. Und ich habe die Extension runtergeladen, werde die wahrscheinlich auch auf einer anderen Node laufen lassen. Nicht hier auf dem Rechner, nur zu Demonstrationszwecken möchte ich es euch mal zeigen. Wir machen das einfach mal so, da sieht man es ein bisschen besser. Ihr seht hier, die Extension ist quasi connected. Ihr seht hier auch dementsprechend die Punkte. Es gibt hier auch ein klassisches Refer a Friend Programm. Das bedeutet, das ist unser Referral-Code. Wer uns unterstützen will, den Code packe ich euch auch nochmal in die Beschreibung rein. Müsst ihr natürlich nicht machen. Keine Pflichtangabe, aber hier habt ihr mal einen Referral-Code, falls ihr einen brauchen solltet. Einfach, ihr geht auf Registrieren, Benutzername, also ihr gebt einen normalen Namen ein, E-Mail-Adresse, Passwort. Dauert 1-2 Minuten, Minute, ich bin noch kein Franzose, Mensch, Minuten. Und dann könnt ihr halt eben loslegen und die Extension läuft ganz normal im Hintergrund, frisst auch keine Ressourcen großartig aus. Und wie gesagt, alles momentan Alpha-Phase, noch nicht mal Beta, sondern Alpha-Phase. Alles im Test-Geschichte sozusagen, aber eure Punkte, die bleiben natürlich, die ihr dann später mal, wenn das Ganze in Live übergeht, auch umtauschen könnt. Also von daher eine kleine Applikation, die im Hintergrund läuft. Ihr kriegt es, wie gesagt, nicht mit. Ja, hier nochmal. Andrena, wie gesagt, ist der Internet Service Provider. Dawn ist quasi die Maschine dahinter, Maschinerie letztendlich dahinter. Informationen findet ihr hier auf dawninternet.com. Ja, Browser Extension ist safe, könnt ihr euch für Chrome runterladen, frisst kein Brot im Hintergrund. Ich kann euch leider keine Zusagen machen, was man damit verdienen wird, wie viel, wann das richtig in Live geht, etc. Bei solchen Projekten dauert das halt eben immer verhältnismäßig lange, ehe die dann richtig Geld abwerfen. Nichtsdestotrotz, dafür, dass es nichts kostet,
jeder quasi mitmachen kann. Aber ich meine, ihr könnt selber entscheiden, ob es macht oder nicht. Werdet ihr sehen. Wie gesagt, Extension kostet nichts, ist relativ klein, 20 MB, läuft im Chrome-Browser, ganz normal. Ansonsten lest es euch nochmal durch. Ich packe euch auch nochmal den bitcoin.com Beitrag in die Videobeschreibung unten mit rein. Ihr könnt es euch nochmal durchlesen, wieso, weshalb, warum. Aber wie gesagt, die haben 18 Millionen gesammelt, um halt eben dementsprechend das Dawn zu entwickeln. Also Browser Extension plus das Projekt. Und da ist auf jeden Fall Geld da. Das heißt, hier muss man sich normalerweise um irgendwelche Auszahlungen bzw. Rewards keine Sorgen machen. Ja, nochmal, das Projekt ist brandneu. Ihr müsst nicht teilnehmen, könnt teilnehmen. Ist halt eben auch gut für Mini-PCs geeignet. Entscheidet einfach selbst, ob ihr mit dabei seid oder nicht. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis die Tage. Bis später. Ciao.